Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen kurzen Video zum M4 GTS. Und zwar möchte ich heute die A-Säulenverkleidung hier tauschen, zeige ich euch gleich von innen. Habe mir dazu entsprechend anhand meiner VIN, also meiner Fahrgestellnummer, die Vehicle Identification Number bei BMW online, ein entsprechendes Ersatzteil bestellt. Das hat hier diesen Stoffbezug. Auf der Rückseite sehen wir 3 Clips, an denen das gehalten wird. Sollte also relativ leicht zu tauschen sein. Ich werde jetzt erstmal versuchen, die bestehende A-Säulenverkleidung auszubauen. Die hat so einen kleinen Defekt. Ich schaue mal, ob ich das jetzt hier gezeigt bekomme. Seht ihr das hier? Da ist so ein bisschen der Stoff abgeschrabbelt. Da ist wohl irgendeinem Vorbesitzer mal was hängen geblieben und das finde ich irgendwie nicht schön, wird dem Auto nicht würdig. Deswegen tausche ich das und ich versuche das jetzt heute mal, wie gesagt, die einfach abzuziehen. Normalerweise müsste man einfach dran ziehen können und dann sollte die rauskommen. Das probieren wir jetzt und ich lasse auch dazu den Türgummi drin. Ich denke, das kriege ich auch dann wieder eingesetzt, wenn der Türgummi an Ort und Stelle ist, also hier. Aber das sehen wir jetzt gleich. Dafür zum Demontieren schicke ich euch erstmal in den Zeitraffer. So, ich hoffe, ihr konntet jetzt einigermaßen was sehen. Also auf meinem kleinen Kameradisplay war es alles ein bisschen dunkel. Ich habe jetzt hier die Verkleidung entfernt. Ihr habt ja gesehen, ich habe erstmal mit der Hand hier reingegriffen. Also von der Seite und von dieser Seite vom Glas aus. Hier habe ich jetzt schon die Fensterscheibe wieder gereinigt. Deswegen will ich da jetzt eigentlich nicht wieder hinfassen. Ich werde mir gleich auch ein paar Handschuhe besorgen, damit ich beim Montieren da nicht wieder hindatsche. Denn an die Stellen kommt man halt ganz schlecht ran, wenn die Verkleidung dran ist. So, also was habe ich gemacht? Hier dran gezogen, dann ging der Clip hier so ein Stückchen raus. Der erste Clip hier hat sich auch gelöst. Für den unteren Clip hier, also das zeige ich euch gleich, wie die aussehen. Hier war auch einer, hier war einer. Für den unteren habe ich mir ein kleines Werkzeug zur Hilfe genommen, so einen Clip-Entferner und ein bisschen gedrückt, weil ich da unten einfach nicht so gut hingekommen bin mit der Hand. Und dann waren die alle lose. Und dann habe ich es so gemacht, weil hier oben, sieht man das ja wahrscheinlich, hier ist so ein Schlitz, habe ich das ganze Teil, dadurch, dass ich es ja schon gelöst hatte, konnte ich es ein bisschen weiter in den Fahrzeuginnenraum ziehen und habe es dann nach oben geschoben, dass wir hier auf diese große Fläche kommen und dann konnte ich es ganz rausnehmen. Und jetzt zeige ich euch die beiden Teile und wo die Clips rankommen und dann setzen wir es wieder ein. Hier sind jetzt beide Teile, das ist das Originalteil. Diese Klemme, die muss ich jetzt noch ausbauen. Die muss ich übertragen auf das neue Teil. Und das ist auch die Klemme, wo ich eben erwähnt habe, wo ihr, das ist ja oben an der A-Säulenverkleidung. Also sprich, wenn wir in Fahrtrichtung denken, sitzt das ja so im Fahrzeug. Und nachdem ihr alle Clips gelöst habt, also das ganze Teil ein bisschen in den Innenraum gezogen habt, dann könnt ihr es nach oben wegziehen. Und dieses nach oben wegziehen bewirkt dann eben, dass ihr diesen Pin hier rausbekommt. Ansonsten ist es eben so, dass das bei mir noch feststeckte. Wie gesagt, da sind die noch solche kleinen gelben Pins. Die waren dann unglücklicherweise in Richtung A-Säule runtergefallen, konnte ich aber beide wieder rausfischen. Die setzt man hier so ein, indem man die einfach hier so drauf schiebt. Die gibt es auch universell, also das müssen jetzt nicht die BMW-Clips sein. Und jetzt, wie gesagt, hole ich mir noch eine Zange und übertrage diesen Clip hier an die Stelle und dann können wir es wieder einsetzen. Und das hier ist, wie gesagt, so ein Clip-Entferner-Werkzeug, was ich vorher erwähnt habe. Das habe ich genutzt, um hier an der Seite reinzugehen, ne? Hier unten an der Seite, weil hier oben bin ich mit der Hand gut hingekommen an die beiden Stellen und da unten war es aber schwierig mit der Hand, deswegen habe ich dann das Werkzeug genommen, bin da rein und habe das ein bisschen rausgehebelt. Das geht ja dann sehr gut. Im Idealfall kommt man hier dazwischen, dass man sozusagen das Teil von der Karosse wegdrückt. Wenn ihr da nicht hinkommt, könnt ihr auch hier hebeln. Im Zweifelsfall fällt halt der Clip raus, müsst ihr halt dann wieder rausfischen. Gegebenenfalls kann der auch ins Armaturenbrett fallen, da ist leider so ein Loch, muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, ich baue jetzt den Clip um und dann geht es für euch im Zeitraffer wieder an die Montage.
So, ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr vom Zeitraffer gesehen habt. Es war natürlich der Kamera-Akku leer. Diese Kackbatterien überall, ist immer der gleiche Mist. Man verwendet es nie und dann ist ständig der Akku leer. Egal, anderes Thema. Das hier ist jetzt, wie gesagt, das Defekte, also beziehungsweise das Originalteil mit dem Defekt. Jetzt ist natürlich hier auch sonnentechnisch wieder alles super. Ich schaue mal, ob ich das eingefangen bekomme für euch. Wahrscheinlich ist das jetzt ganz schwer auf der Kamera zu erkennen, weil es halt auch nur so ein ganz kleiner Defekt ist hier. Ne? Jetzt, glaube ich, kann man es ganz gut sehen. Da ist wohl irgendjemand mal hängen geblieben oder so. Das, wie gesagt, das hat mich einfach super gestört, weil das halt genau im Blickfeld ist, wenn man vorne rausschaut. Das heißt, ich habe immer auf diese Ecke geguckt und sowas macht mich einfach wahnsinnig. Zusätzlich zu Kamera-Akkus oder Akkus aller anderen Art, die ständig leer sind. Aber gut, genau. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie viel ihr gesehen habt. Zur Erklärung, hier oben hatten wir ja diese Metallnase, die ja so einen Schlitz hat, in der man sie bewegen kann. Und die hier sind ja relativ fix. Jetzt haben wir das Problem, die hier, habe ich ja erklärt, die kriegt man eigentlich nur raus, wenn man es leicht nach oben zieht. Beim Einsetzen haben wir jetzt also das Problem, wir müssen eigentlich erst das hier oben einfädeln und dann nach unten schieben und dann können wir erst diese Klipse eindrücken. Das war ein bisschen fummelig. Ich hoffe, man hat ein bisschen was davon im Zeitraffer gesehen. Falls nicht, ist es halt jetzt leider so, müsst ihr auf die Tonspurerklärung sozusagen von mir vertrauen. Also hier oben, da müsst ihr sozusagen Auge drauf haben. Plus diese beiden Nasen hier unten, die ja im Armaturenbrett verriegelt werden. Da habe ich so gemacht, die habe ich zuerst ausgerichtet, dass die unten in Position sind. Und dann habe ich eben als nächstes hier geschaut, dass ich das möglichst weit oben ansetze, trotzdem aber die Nasen unten eingefädelt habe, also so ein bisschen Quadratur des Kreises wieder, aber es geht. Ne? Und wenn das dann angesetzt ist, dann eben nach unten schieben und dann eben einfach andrücken, damit die Clips hier auch halten. Ich zeige euch jetzt mal das Endergebnis. So, jetzt sitzt die Verkleidung wieder. Wie gesagt, die ist unten mit dem Einfädeln, da müsst ihr drauf achten. Und dann eben hier oben, dass ihr die ersten Stückchen hier oben ansetzt mit diesem Metallkeil, den dann nach unten schiebt und dann festdrückt. Dann funktioniert das. Ich musste die Gummidichtung hier nicht lösen. Einfach darauf achten, wenn das jetzt verbaut ist, dass die Gummidichtung hier eben tatsächlich schön drüber liegt, ne, und dann nichts eingeklemmt ist. Einfach einmal mit dem Finger das Ganze nach vorne holen und dann passt das. Jetzt habt ihr also gesehen, kurze Nummer, wie man hier die A-Säulenverkleidung ersetzt oder halt wechselt. Ihr könnt, wie gesagt, hier ist alles nur geklipst, einfach dran ziehen. Müsst halt einfach aufpassen, dass euch die Klipse da nicht da hinten, wo dann unten die Verkleidung im Armaturenbrett einrastet oder halt diese Nasen sind, dass euch die Clips da nicht in das Loch fallen, sonst wird es schwierig, da wieder ranzukommen. Ich hatte jetzt Glück, ist bei mir nicht passiert. Die sind zwar runtergefallen, aber lagen hier vorne an der Ecke und da konnte ich sie rausfischen mit einem kleinen Zängchen. Ja, und jetzt passt das wieder. Jetzt ist das alles schick. Ist auch vom Farbton hier eigentlich fast 100% identisch. Vielleicht ein nee, eigentlich nicht. Kein Unterschied. Die Farbe ist identisch. Insofern war es das fürs heutige kurze Video. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.